Und weiter geht's. Mal schauen, was uns noch so Nettes erwartet. Joho, eine alte Piraten... Oh, Zelt. Und wieder Musik. Ist euch aufgefallen, dass eben die ganze Zeit keine Musik lief? Also schon irgendwie, aber nicht nur so Chöre und Gesänge und nicht so mit instrumental. I sat here and watched two jets carve parallel white lines into the sky. They charted their course, and I followed them for 21 minutes until they turned off near Sanford and were lost. If I were a gull, I would abandon my nest and join them. I would starve my brain of oxygen and suffer delusions of transcendence. I would tear the bottom from my boat and sail across the motorways until I reached this island once again. Sehr schön. Ist das nicht malerisch? Das Spiel befriedigt sehr so die Gier nach der Ferne, das Fernweh. Was ist denn das hier? We shall begin to assemble our own version of the North Shore. We will scrawl in dead languages and electrical diagrams and hide them away for future theologians to muse and mumble over. We will send a letter to Esther Donnelly and demand her answer. We will mix the paint with ashes and tarmac and the glow from our infections. We will paint a moon over the Sanford Junction and blue lights falling like stars along the hard shoulder. Okay, also irgendwie Brief an Esther Donnelly. Von diesem Donnelly hat er ja vorher schon mal geredet, als Siedler hier auf dieser Insel. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Esther also ein Vorfahre von diesem Donnelly war und er jetzt irgendwie eine Frau, ich gehe mal davon aus einfach, dass seine Frau tot ist, dass er diese irgendwie nochmal auf die Spuren seiner toten Frau geht. Vielleicht um ihren Tod zu akzeptieren. Sind schon nah dran an dem Turm. Ich hatte ja mal in einem meiner letzten Folgen die Theorie aufgestellt, dass der Turm irgendwo unser Ziel oder unser Leitmotiv ist. Wir sehen diesen Turm und wollen dorthin. Und immer wenn wir uns irgendwo hinbewegen, bewegen wir uns auf diesen Turm zu. Jetzt sind wir doch schon sehr nah dran. Also, das könnte sich als wahr herausstellen. Ich sehe keinen Weg, wie man da hochkommt. Da weiter. Hat da vorne noch was Interessantes gesehen? Da scheint es einen Steg zu geben, da möchte ich gerne nochmal hin. Vielleicht geht es dann ja auch noch weiter irgendwo. Es sieht nicht ganz so aus. Aber schön. Meine Güte, das ist schon schön. Gefällt mir sehr, sehr gut.
will nicht wieder in der Höhle. Ich sträube mich gerade dagegen. Ich gehe einfach mal diesen unscheinbaren Weg hier lang. Was diese Zeichen noch zu bedeuten haben. Okay, hier geht's nicht weiter. Leider. Von hier komme ich doch, ja. Ich hätte vielleicht auch in eine Richtung weitergehen müssen. Na gut. Frei nach dem Motto, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Zwingt mich der Spieler also, dort lang zu gehen. Auch das tue ich dann gern fürs. So, wie lange nehme ich schon auf? Ah ja, okay. Ja, noch ein halbes Stündchen etwa. Dann muss ich ob meiner Festplatte erstmal wieder ein bisschen Pause machen. Aber keine Angst. Ich werde so schnell wie möglich weiterspielen, einfach weil ich glaube, dass das Spiel gar nicht mehr so lange gehen wird. Es ist ja wie gesagt ein Indie-Spiel und die sind ja meistens, oder sagen wir in der Regel nicht ganz so lang. Wo sich das bei Vollpreisspielen wie Call of Duty auch nicht unbedingt ändert mit der Länge. Aber ich habe so das Gefühl, weil wir so nah an diesem Turm sind, dass es vielleicht nicht so mehr so lange dauert. Insofern ich mich etwas intelligenter anstelle mit diesen Hindernissen und ich auch den entsprechenden Weg finde. Aber liebe Leute, wir haben noch eine halbe Stunde, bis ich noch einen Weg finde. Hier war ich doch schon. Habe ich irgendwas übersehen? Okay, ich folge den Kerzen. Bin sich auf dem Weg. Tür und Autoreifen. Okay. Hall by the roadside, by the exit for Damascus, all ticking and cooled, all feathers and remorse, all of these signals routed like traffic through the circuit diagrams of our guts, those badly ridden boats torn bottomless in the swells, washing us forever ashore. Okay, Damaskus lag ich gar nicht so falsch. Folgen beim Lesen, folgen. Heaven. Around. Paul scheint ja irgendwie auch was mit diesem Unfall zu tun zu haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht ist er die andere Partei gewesen in diesem Autounfall. Es war irgendjemand, mit dem Esther Streit hatte. Ich weiß es auch nicht genau. From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink. Jetzt mal ernsthaft. Wo soll ich denn lang?
Hier offensichtlich nicht, ich gehe nämlich gleich unter. Aber... hier ist alles zugeschüttet. Stell dich nicht so an, du Pussy. Spring doch mal rüber. Komm schon. Komm schon. Ach, komm. Alter. Ich komme hier nicht lang. Nein. Okay, aber ich kann hier extrem weit rausschwimmen. Ah, jetzt auch nicht mehr. Nee, hier ist die Welt mit Brettern zugenagelt. Ich will jetzt hoch, Alter. Kleine Papierschiffe. Ach hey. On a sudden. Ich kann es nicht entziffern. Tut mir leid, ich bin zu doof dazu. Ihr könnt ja Pause machen, vielleicht seht ihr es, vielleicht könnt ihr es entziffern. Ach, da geht die Treppe hoch, Gott sei Dank. Wenn ihr es entziffert könnt, wenn ihr es lesen könnt, ihr könnt ja Pause machen. Ich bin sehr gespannt, was es heißt. Vielleicht hilft es uns irgendwie da ein bisschen her, hinter die Geschichte zu steigen. Und wieder geht es auf diesen Funkmast zu. When Paul keeled over dead on the road to Damascus, they resuscitated him by hitting him in the chest with stones gathered by the roadside. He was lifeless for 21 minutes, certainly long enough for the oxygen levels in his brain to have decreased and caused hallucinations and delusions of transcendence. I'm running out of painkillers, and the moon has become almost unbearably bright. Okay, also Paul war definitiv mit in diesen Unfall verwickelt. War offensichtlich für 21 Minuten irgendwie bewusstlos und seine Sauerstoffzufuhr wurde stark unterbrochen. I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along capricing time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulp of vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and casts parallel vapor trails in the dark, we will come together. Das war sehr depressiv gerade. Die Zeichen auf zumindest menschliches Leben. Oh, so viel kann ich gar nicht gucken, wie hier steht. Ignore. If only Donnelly had experienced this,
he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. Wunderschöne Streichermusik. There are headlights reflected in these retinas. Too long in the tunnels of my island without a bottom. The sea creatures have risen to the surface, but the gulls are not here to carry them back to their nests. I've become fixed, open and staring, an eye turned on itself. I've become an infected leg whose tracking lines form a perfect map of the junctions of the M5. I will take the exit at mid-thigh and plummet to my Esther. Okay. Versinkt so ein bisschen in Selbsthass, habe ich das Gefühl. Und berichte ich mich, wenn ich falsch liege, aber die Texte und auch so diese Anzeichen, die man ja auf der Insel sieht, erfahren schon so eine gewisse Steigerung. Gerade so die letzten 2 Texte, die man gehört hat, finde ich, waren schon sehr doll. Und dann jetzt auch der Wind, der aufkommt, die Musik, die nochmal spielt. Leute, da passiert was, ich schwör's euch. Dredged these waters for the bones of the hermit, for the traces of Donnelly, for any sign of Jakobsen's flock, for the empty bottle that would incriminate him. I have scoured this stretch of motorway 21 times, attempting to recreate his trajectory, the point when his heart stopped dead and all he saw was the moon over the Sanford Junction. He was not drunk, Esther. He was not drunk at all, and it was not his fault. It was the converging lines that doomed him. This is not a recorded natural condition. The gulls do not fly so low over the motorway and cause him to swerve. The paint scored away from his car in lines like an infection, making directly for the heart. Okay, gibt offensichtlich irgendwie nicht unbedingt Paul die Schuld. Also er scheint betrunken gewesen zu sein. Ich habe den Text leider nur zur Hälfte verstanden. Muss ich zugeben gerade. Okay, wir sind, also jetzt bin ich gespannt. Wir sind bei diesem Turm angekommen. Und er redet ja die ganze Zeit von den Möwen. We will leave twin vapor trails in the air. White lines etched into these rocks. Okay. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books. Kann mich nicht mehr bewegen. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, that they will not forget you. We've always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. Alter, mach keinen Scheiß.
Liebe Leute, wir haben die Esther durchgespielt. Was haltet ihr davon? Wie interpretiert ihr das, was ihr gehört und gesehen habt? Wie interpretiert ihr jetzt hier die letzte Videosequenz? Wenn ihr mich fragt, ist es ein sehr verzweifelter Mann gewesen, der seine Frau verloren hat und vielleicht schon, ja, den Freitod begangen hat. Und vielleicht das Ganze hier schon im Sterben sieht. Diese Insel, die offensichtlich ihm und seiner Esther viel bedeutet hat, ist er nochmal durchschritten. Diese Insel ohne Boden, wie er es gesagt hat. Er ist offensichtlich eine Möwe, wie man das da unten gerade gesehen hat. Und, also Seevogel, aber hat die ganze Zeit von Möwen gesprochen. Und vielleicht hat er das Ganze einfach nochmal Revue passieren lassen. Und hat abgeschlossen mit dem Leben und mit dem Tod seiner Esther. Vielleicht ist es auch bloß ein Traum, mit dem er lebend das Ganze abgeschlossen hat. Ich weiß es nicht. Comeback. Das letzte, was er gesagt hat. Wir haben die Esther durchgespielt. Na, kommt noch was? Also außer Wellenrauschen. Ich kann auch nichts tun, nichts bewegen. Ich versuche mal, mich nochmal zu bewegen. Ist noch irgendwas? Nein. Wir sind am Ende. Ich freue mich, dass ihr so lange zugeschaut habt und dass ihr mir bei meinem ersten abgeschlossenen Let's Play ja, die Zuschauer wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich, ja, wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Let's Play. Schreibt mir, wie es euch gefallen hat. Schreibt mir, was ihr von dem Spiel haltet. Von dieser Art Kunst, nenne ich es einfach mal. Ja, und am besten nächsten Mal. Euer Chris.